Also als Basklarinettist kriegt man von Inszenierung leider gar nichts mit. We don't get to see a lot what's going on stage, unfortunately. Unfortunately, yeah. So we do this first episode through the lens of Africa. But it's not real Africa, it's Africa after apocalypse time. It's kind of a dark and mean future of the mankind. Hopefully we won't get it. But it's a time when the mankind starts to reinvent itself once again. The people who live on these frozen, almost dead landscapes, they have to build the new civilization and the new myth, consequently. I feel this is kind of like what's magical about Kirill's way of telling stories. It's this magic realism where extreme beauty comes from quotidian and also of something that's like otherworldly. Usually we are contemporary artists, so we were working on the landscapes, some plastic meshes, sculptures that you see behind us. Also we create a lot of golden accessories, jewelry for the actors. What is happening at the end of the opera is that these sculptures are appearing and they are forming the ring. There are 9 characters, 9 myths, 9 main powers, let's say. It goes like wow. It comes to this wow effect we expect from Berlin Philharmonic Orchestra and Kirill Petrenko. Every single time working with Petrenko is like, wow, there's still something new. There's still something I never played correct, never played in time, but he got everything so clear. Die Arbeit mit Kirill Petrenko ist einfach eine unglaubliche Erfahrung. Der kommt natürlich aus dieser Opernwelt, wie er diese Partitur kennt, wie er alles hört und wie detailliert er arbeiten kann mit solchem Fokus, mit solchen Gnadenlosigkeit bei Präzision. You see how much it means to him, and then you kind of take that with you. You want to do your best. Was ich immer faszinierend finde, wenn er so unabhängig voneinander dirigiert, das Orchester wird dirigiert, aber man weiß immer, wann er die Sänger mitnimmt, aber trotzdem, man hat immer das Gefühl, alles im Griff. Und sollten uns dann dynamisch mal die Pferde durchgehen, dann kriegen wir auch gleich ein Zeichen. Also das ist gar keine Frage. The beginning is very important. Petrenko is also all the time asking us to play extreme piano. I think it's quite unbelievable that 8 horns are playing the same thing at the same time, but it still sounds like a piano. It's really something we're proud of. Also ich würde denken, dass zu Wagners Zeit seine Schreibweise für Celli wahrscheinlich damals eine der anspruchsvollsten war. Wir haben tiefe Lagen, also die Basslagen, und dann geht es in die Tenorlage und dann geht es auch noch weiter rauf. Und Wagner ist da ganz schamlos und nutzt alle Register des Cellos. Die Bratschen haben viel zu tun. Ja. Eben. Das sind diese ganzen Motive, wo wir mit den Celli wirklich, da sitzen die Geigen und gucken uns zu, wie wir uns da einen abmühen. Es gibt eine Stelle in Rheingold, wo die Bassklarinette ganz alleine bleibt. Komplett alleine mit dem Sänger. Für mich ist immer so ein Gefühl von Einsamkeit. It's always a teamwork. You have to have antennas in every direction because you can always kind of show something with your body, but it doesn't give you everything. Yeah. It's not always what you need. There's something more in the air. Operarbeiten mit Opernsängern kann wahnsinnig spannend sein. Es ist immer ein Kompromiss zwischen, wie viel muss man da unterstützen, wie viel muss man da ein bisschen pushen, wie viel muss man dann mitgehen. Ich werde 57, für andere Sänger wäre es relativ spät, zum ersten Mal Wotan zu singen. Es ist eine Zeit, in der ich tiefe Töne in meiner Stimme aufgefunden habe, die ich früher nicht hatte. Ohne das geht Wotan nicht. Und als ich hier ankam, war es für mich beginnender Frühling, alles rosa Blümchen. Und dann habe ich mal so eine Krisenzeit durchgemacht, wo ich dachte, ich schreie zu viel, habe ich sicher auch gemacht. Und jetzt versuche ich es ein bisschen auf eine Zielgerade einzubiegen, die Massivität also nicht nur Lautstärke, sondern Massivität als Präsenz verbindet mit den mir eigenen Mitteln. Ich kann auch manches nicht abstellen, was mir zunehmend vorgeworfen wird, so eine gewisse Manieriertheit im Umgang mit Text. Ist ja auch wurscht, ich muss ja nicht eine Maximalvariante schaffen und das ist alles nur ein Beitrag, wie auch diese Inszenierung, wie auch diese musikalische Arbeitung zu einem großen Kosmos an Aufführungstradition und der Art, sich dem Stück anzunähern. Diese Rückkehr nach Salzburg ist für mich als Österreicher natürlich, ich bin sehr glücklich, dass wir wieder hier sind. Ich bin schon sehr froh, dass wir jetzt wieder an die Ursprünge zurückgekehrt sind. So, und das stimmt mich tatsächlich festlich.
I'm definitely in a festival mood, especially when the people start coming into the city and the streets are full of festival visitors. Ich glaube, die freuen sich einfach auch richtig drauf. Und das gibt uns auch ein bisschen so einen Motivationsschub, dass wir noch eine drüber haben.